A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Als der Islam gerade begonnen hatte, sich in Mekka zu verbreiten, da kam der berühmte Dichter Tufail von dem Stamme Daus nach Mekka. Die Herrschaftselite der Quraysh war gerade konzentriert darauf, die neue und junge Bewegung rund um Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Anfang an einzudämmen. Denn sie sah in ihr eine potenzielle Gefahr für die Gesellschaftsordnung und wirtschaftliche Interessen und so weiter und so fort. Klingt sehr vertraut. Auf jeden Fall gibt es ähnliche Züge wie im heutigen Diskurs, nur etwas primitiver. Da Tufail ein wichtiges Mitglied des Stammes Daus war, empfingen ihn die Herrschaftselite der Quraysh und sie sprachen so lange auf ihn negativ ein, bis dass er seine Ohren stopfte, bevor er zur Kaaba hinging, aus Furcht davor, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuzuhören. Als er dann die Kaaba umrundete, sagte er zu sich selbst: Ich bin doch klug genug, selbst zu unterscheiden, was richtig und falsch ist. Ich brauche keinen, der mir sagt, was ich zu denken habe. Er nahm die Watte aus den Ohren und machte sich selbst ein Bild. Und dies war so gar nicht identisch mit dem der Verleumdungskampagne der Quraysh. Diese gerechte Grundhaltung von Tufail änderte sein Bild, aber änderte auch sein Leben. Bist du bereit, die Watte aus deinen Ohren zu nehmen und dir unvoreingenommen ein Bild zu machen? Bist du bereit, zu urteilen, erst wenn du ein möglichst objektives Bild zusammen hast? Bist du bereit, gerecht zu bleiben, auch wenn das Bild, das sich ergibt, deine Meinung widerlegt? Es ist unter anderem eine Tragödie, dass Voreingenommenheit zu einem Problem in unseren eigenen Reihen geworden ist. Wir hören uns nicht zu und oft stehen wir nicht zur Sache, sondern zu Personen oder zu Gruppen und das ist extrem gefährlich. Denn was daraus resultiert, ist eine Art Personenkult oder Gruppenfanatismus. Das schwächt uns. Es wird köstlich als Waffe gegen uns verwendet und macht uns lächerlich. Dabei ist unsere islamische Devise: Wir reflektieren, wir prüfen und wir stehen zur Wahrheit, selbst wenn sie von Shaitan kommt. Und zum anderen ist Selbstreflexion und die daraus erwachsene Selbstkritik noch viel undenkbarer. Viel zu schnell sind wir bei jedem Anstoß dazu gekränkt, beleidigt und nicht bereit, über den Tellerrand hinauszuschauen. Dies führt zu Stagnation in unserer Entwicklungsfähigkeit und hindert uns, gerecht zu sein. Und all das entspricht nicht gerade den Aufforderungen Allahs in seiner Offenbarung, als er sagt: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. O die ihr glaubt, seid Wahrer der Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, und auch wenn es gegen euch selbst, eure Eltern oder Verwandten sein sollte, ob sie arm oder reich sind, Allah steht beiden näher. Folgt eurer Neigung nicht, dass ihr nicht gerecht seid. Unabhängig von deiner Zugehörigkeit, deiner Herkunft, deinem Land, deiner Familie, deiner Gruppe, deiner Meinung. Du sollst unvoreingenommen urteilen und wenn es gegen dich selbst ist. Das ist der Grundbaustein der Selbstreflexion und der Fähigkeit zur Selbstkritik. Selbst eine emotionale Zu- oder Abneigung darf nicht zu einem Kriterium werden für dein Urteil. Allah ermahnt uns und sagt: وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Und dass der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, euch ja nicht dazu verleitet, nicht gerecht zu sein. Seid gerecht, das ist der Gottesfurcht näher. Gerechtigkeit steht über der Zugehörigkeit. Also noch einmal, bist du bereit, die Watte aus deinen Ohren zu nehmen, deinen Verstand zu öffnen und dir ein gerechtes Urteil zu bilden, selbst wenn es gegen deine eigene Meinung ist? Wenn du also jetzt vor dem Spiegel stehst und dir die Frage stellst: Bin ich bereit, für das Rechte gegen meine eigenen Leute oder gar gegen mich selbst aufzustehen? Denke darüber nach.
Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullah.